Hallo, mein Name ist Ruti. Ich bin mit dem Motorrad in Südamerika unterwegs und im letzten Video bin ich um das große Eisfeld nach Puerto Natales im Süden Chiles gefahren. Dort habe ich die Sarah wieder getroffen und gemeinsam haben wir die Heimat des Riesenfaultiers erkundet. Aber die größte Sehenswürdigkeit habe ich euch noch vorenthalten, nämlich Chiles berühmtesten Berg, dem Torres del Paine. Ihr kennt ja, meine Planung ist schlecht, das kann man sagen. Wir haben gestern rausgefunden, was es alles für Wege gibt. Es gibt natürlich 50 verschiedene Wanderwege im Torres del Paine. Das berühmteste ist das W, also das W. Sieht halt aus wie ein W. Und das ist 4 bis 5 Tage Wandern und Übernachten im Park. Für den Park muss man 40 € Eintritt zahlen, Ausländer, Chilenen zahlen 10. Und der ist aber, also das Ticket ist dann gültig für 3 Tage. Wir sind natürlich viel zu spät, weil meine Planung, ich habe geguckt, Torres del Paine, aha, 1 Stunde Fahrt, aber bis zum Park sind es halt knapp 2 Stunden Fahrt. Ja, heute haben wir eh nur eine kleinere Wanderung geplant. Also ich habe so einen super coolen Blog gefunden, der erklärt alle Wanderwege sehr gut, was man da sehen kann, wie lange das dauert, wo der anfängt, wo der endet, wie die Schwierigkeit ist, wo man parken kann. Ich verlinke das in meinem Blogartikel. 2 Viewpoints habe ich da rausgesucht. Es ist alles sehr, sehr teuer. Wir wollten erst im Park übernachten und haben dann gesehen, dass das billigste Zimmer im Park 110 $ kostet. Und dann haben wir uns entschieden, ja okay, wir machen Tagestouren. Da haben wir noch gedacht, es ist 1 Stunde weg, aber jetzt ist es halt so. Deswegen, wenn man das Ticket kauft, muss man wahrscheinlich auch 2 oder 3 Tage machen, damit es sich irgendwie lohnt. Wir haben jetzt erstmal eine Pause gemacht. Ich habe jetzt eine Drohne, habe ich mir gekauft hier, also habe ich in Amerika gekauft, über Amazon, ist geschickt worden, hat gedauert. Und ich habe die zu der Sarah schicken lassen und die konnte mir die jetzt mitbringen. Und habe ich heute zum ersten Mal benutzt. Das sind jetzt noch keine brillanten Aufnahmen wahrscheinlich, weil ich das auch erst üben muss. Ich bin noch nie in meinem Leben eine Drohne geflogen. Und Fotos gemacht, weil hier kann man nicht einfach vorbeifahren, weil es so geil ist. Nationalpark hin oder her. Während wir hier Pause machen, möchte ich meine neue Regenhose vorstellen. Es ist jetzt die 3. Die erste hatte ich ja zerrissen, indem ich aufgestiegen bin im Schritt. Die 2. auch im Schritt zerrissen, weil ich beim Foto beim Gletscher gepostet hatte und so das Bein hochgemacht habe, um diese Stollen, diese Eisenkrallenfüße zu zeigen. Und da habe ich dann keine mehr gefunden, die über meine Motorradhose oder über die Stiefel drüber passt. Und in die Stiefel kann ich sie noch reinziehen, aber über die Motorradhose sollte sie schon drüber gehen. Und das war ziemlich schwierig. Es gibt überall diese Trekkinghosen, aber die haben alle viel engere Knie. Gehen dann nicht über die Knieschoner drüber. Also habe ich sie mit Tape geklebt, was für viel Erheiterung gesorgt hat bei anderen, die ich getroffen habe. Und ich fand es dann auch ziemlich cool mit meiner komischen Camouflagehose, da war so Wald, das war so eine Anglerhose. Und ja, ist aber immer mehr auseinandergefallen. Das war wirklich, ganz, ganz dünner Stoff. Wenn du da einmal dran pustest, ist da schon ein Loch drin, so ungefähr. Und hat aber trotzdem 20 € gekostet gehabt.
Jetzt hat die Sarah, habe ich der Sarah erzählt, und die wohnt ja in Santiago, da kriegt man Sachen. Und sie macht nebenberuflich, ist sie so, sucht sie für Leute Klamotten, aber Secondhand, die sie wollen. Also, ja, und in Santiago gibt es so ganz viele Secondhand-Klamotten und eben auch so Americano-Shops, das heißt Klamotten in Gringo-Größen. Und ich habe jetzt hier, hat sie mir besorgt, diese Hose ist eine Spider. Kennt man, wer Skifahrer ist, kennt Spider. Hier mit dem Spinnenzeichen. Also ist eine ziemlich gute Klamottenmarke. Die ist thermogefüttert, soll wasserdicht sein, hoffe ich. Ich habe das jetzt noch nicht abgecheckt, aber sie ist halt auf jeden Fall mega warm und mega bequem. Und ein guter Stoff. Und hat 3 Euro gekostet. Ja, super geil. Und sie passt nicht über meine Hose drüber, und ich könnte sie wahrscheinlich sogar über die Stiefel drüber ziehen, weil sie hat unten für die Skischuhe hat sie eben so ein Ding, wo man noch über die Skischuhe drüber ziehen kann. Also optimal für Motorradstiefel. Ich werde dann berichten, wie gut ich damit zurechtkomme. So, weiter geht's Richtung Torres del Paine. Mal gucken, ob wir ihn noch vor Dunkelheit erreichen. Da ist er im Hintergrund. Mittlerweile ist ein extremer Wind aufgezogen. Wir haben jetzt festgestellt, wir sind auf der anderen Seite des Parks reingekommen. Nicht den kürzesten Weg, sondern einmal außen rum gefahren quasi und von oben reingekommen. Und jetzt haben wir auf Google gesehen und hat auch der Guide gesagt, können wir durch den Park nach Puerto Natales zurückfahren. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Ist auf jeden Fall, ja, ganz nett, ne? Hier ist ein Hotel auf einer Insel, was halt auch ziemlich geil ist. Im Moment ist keiner da, aber es wird wohl jemand kommen, da ist einer, der hat hier gebucht und kostet wahrscheinlich 120 Euro am Tag pro Nacht, aber vielleicht ist es ein bisschen billiger, wenn wir hier fragen. Ja, also vielleicht ändert sich der Plan wieder. So, es ist entschieden. Diese Insel wird unser Nachtquartier sein und das ist das Surrounding. Die Lucy muss leider draußen bleiben. Habe ich jetzt mal da geparkt, ein bisschen windgeschützt. Ich hoffe auch, dass der Wind kommt so schräg. Ich glaube nicht, dass sie da umgeworfen wird. So stark ist der Wind auch nicht.
Und er hat dann gesagt, oh, die Zimmer sind voll. Er hat nur ein Zimmer übrig. Und da habe ich so, Quatsch, es ist Off-Season, es ist alles leer. Und jetzt sind hier tatsächlich schon 4 Autos, 5 Autos, 6 Autos da. Und es gibt ein Restaurant. Der Preis ist 90.000, also das sind 100 Euro. Ist jetzt nicht billig, aber normalerweise kostet die Nacht 140.000. Das billigste, was wir bei Booking vorher geguckt hatten, war eben 110.000 das Hotel Grey. Und das hier ist natürlich schon... Also ich habe das Hotel Grey noch nicht gesehen, aber viel geiler als das kann es nicht sein. Ich habe natürlich nichts dabei, ein Ladekabel, aber USB-C sei Dank, man kann viel damit laden heutzutage. Die modernen Sachen kannst du damit laden. Und dann genießen wir den Abend. Und ist auch geil, dieser Steg hier. Man kann nur, also das ist so ein Fußgängersteg, so kommt man auf diese Insel. Das ist ja wirklich, ja, ich glaube, es ist eben so, hier kommt man einmal her, wahrscheinlich nur. Denke ich. Das ist so ein Once-in-a-Lifetime-Ding, da kann ich jetzt auch mal die 90.000 mir gönnen. Das habe ich schon oft gesagt in Patagonien, weil es ist eben so, Ende der Welt. Man hat immer das Gefühl so, ah ja, wie oft im Leben komme ich noch hierher? Ja. Dann ist es eben so, wenn das Geld leer ist, ist es leer. So, hier ist ein Schild. Die Besonderheit des Wasserfalls ist, dass er 100 Kubikmeter pro Sekunde runterfließen. Und das ist so viel wie 1000 Duschen, 10 Minuten Duschen oder 100.000 1 Liter Flaschen Wasser pro Sekunde. Und dann ist hier auch noch ein bisschen was über den Wind, der so stark sein kann. Das ist halt so, dass er hier quasi Anlauf holt. Und wenn dann ein Tal kommt, dann geht er hier runter und dann hast du hier über 120 km/h Wind, was wirklich richtig viel ist. Und der gibt quasi dann Gas hier unten ins Tal rein. Zurück in Puerto Natales hat Lucy ihre wohlverdiente Wäsche bekommen. Und ich habe auch mal die Kette nachgespannt. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Kettenschutz ausgeschlagen war. Und das ist an einer Schraube so befestigt und ich wollte die Schraube dann anziehen und dabei ist sie direkt abgebrochen. Glücklicherweise war genau gegenüber, wusste ich, dass da so ein Reifenheini ist. Er hat sie mir jetzt hier
rausgeholt. Und was ist die Bezahlung? Eine Fahrt auf meinem Motorrad. Habe ich gesagt, na gut. Hier ist dich raus. So sieht es jetzt aus. Vorher war es eine schwarze Schraube. Jetzt hat er die reingemacht. Ich habe die Kette jetzt noch mal ein bisschen nachgespannt. Habe ich gemerkt, ich habe keinen 12er Schlüssel. Braucht man hierfür? Weiß nicht, ob ich den verloren hatte. Ich hatte es auch schon hier, dass ich hier den nicht hatte, obwohl ich eigentlich zu Hause alles gecheckt hatte. Vielleicht habe ich irgendwo Schlüssel liegen lassen. Ich weiß es nicht genau. Und ich habe mir auch gerade noch mein Nummernschild wieder anbringen lassen. Das Ding ist, dass diese Löcher, ich zeig's mal, die Schrauben hier, wo es angebracht war, die sind ja total ausgerissen und es ist auch hier schon weiter gebrochen. Das ist hier hinter jetzt. Aber die Schrauben, die sind so zugerostet, selbst mit allem Möglichen in der Werkstatt hat er es nicht aufgekriegt. Ich habe es auch nicht aufgekriegt. Und WD-40 habe ich auch schon drauf gemacht und so. Deswegen haben wir jetzt, es sind in diesem Halter noch zwei andere Löcher. Da haben wir jetzt 2 neue Löcher gebohrt, fette Unterlegscheiben drunter. Und jetzt habe ich wieder mein exotisches Nummernschild. Ja, mal sehen, wie lange das noch hält. Damit verabschiede ich mich von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Spektakuläre Bilder, hoffe ich. Und ja, Tipps und Anregungen immer gern, Kommentare. Und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder reinschaltet. Dann geht's nach Punta Arenas zum Ende des Kontinents. Bis dahin, macht's gut, euer Ruti. Tschüss.